Herzlich willkommen zu unserem monatlichen Webcast, in dem wir Ihnen die aktuellen ProSig-Blickpunkte vorstellen. Mein Name ist Christine Weigel. Aus den 4 Rubriken, die Sie hier sehen, werde ich Ihnen die einzelnen Punkte gleich im Anschluss zeigen. Wir starten mit dem Einblick einer Auswahl der Entwicklungen aus der letzten monatlichen Sprint-Version, also dem Sprint 101. Unsere aktuellen Versionen sind ProSig 642 SP6 und ProSig 7.3 Sprint 101. Die zugehörigen What's New-Dokumente habe ich Ihnen hier unten drunter verlinkt, finden Sie auf unserer Homepage. Für die Version 6 bekommen Sie heute schon einmal einen Ausblick auf das Service Pack 7. Hier wurden unter anderem für die Stellwerksbauart ZSB 2000 von Scheidt und Bachmann einige Anpassungen vorgenommen. Kabelfahne für ZSB 2000 im Kabelübersichtsplan, Ausgabe der Spezifikation für ZSB 2000 als Attribut im Kabelübersichtsplan und Ausgabe der Spezifikation für ZSB 2000 in der Mengenermittlung. Im Hauptmodul können Sie die Stellwerksbauart ZSB 2000 einstellen. Nach dem Prüfen der Vorgaben kann dann die Verkabelung vorgenommen werden. Hier ist dann eine Busbezeichnung einzugeben. Das Kabel wird erstellt, eine Kabellänge kann ermittelt bzw. auch eingegeben werden und dann kann hier ein entsprechender Kabelindex ausgewählt werden. Anschließend kann mit dem Befehl KU-Fahne für das Kabel im Übersichtsplan eine Kabelfahne erstellt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über die Funktion KU-Spätsatt ein zusätzliches Attribut an das Kabel zu schreiben und dieses kann als Text sozusagen verschoben werden. In der Mengenermittlung wird dann in der Einzelaufstellung für die Kabel die Spezifikation mit ausgegeben. Für ProSig 7 wurde die Version Sprint 101 Ende Januar ausgeliefert. Die signifikanten Änderungen hierbei sind Darstellen der lokalen Verschiebung im Übersichtsplan, Duplizieren der Bezeichnung von EDCS-Gleiskanten und eine aktualisierte Online-Hilfe, vor allem in Bezug auf EDCS Level 2 und ZBS. In sicherungstechnischen Übersichtsplänen und EDCS-Übersichtsplänen können Sie eine Lokalverschiebung vornehmen. Diese wird jetzt auch über den Lokalvektor dargestellt, sodass sie jetzt hier sichtbar ist. Sie können diese Verschiebung auch wieder rückgängig machen über das Kontextmenü Lokalverschiebung zurücksetzen. Die Funktion Bezeichnung duplizieren kennen Sie möglicherweise schon, befindet sich hier unter Tools. Denn damit lassen sich auch weitere Bezeichnungsinstanzen für Gleisbezeichnungen und Freimeldeabschnitte erzeugen. Wir haben das Ganze jetzt erweitert für EDCS-Gleiskanten. Hierfür ist dann immer das zugrunde liegende Objekt zu wählen, also das Bereichsobjekt Gleiskante und dann ein Punkt, an dem eine weitere Bezeichnungsinstanz erzeugt werden soll. Auf der Startseite unserer Online-Hilfe finden Sie immer den aktuellen Redaktionsstand. Hier sind alle Prozesse verlinkt, die seit dem letzten Stand aktualisiert wurden. Nun zum Durchblick, Nützliches, Interessantes, Tipps und Tricks. Dazu möchte ich Ihnen heute vorstellen, Komprimieren von ProSig-Projekten, korrekte Darstellung von Steuerelementen in grafischen Benutzeroberflächen, Entfernen von Objekten aus Auswahlsätzen und Bearbeitung von Elementen außerhalb des Planungsbereiches. Wenn Sie die Dateigröße Ihrer Projektdatenbank dauerhaft minimieren möchten, können Sie über die ProSig-Config-Datei, also die Konfiguration sozusagen, hier bei Compact on Close Ja mit Sicherheitskopie einstellen. Das hat zur Folge, dass beim Speichern und Schließen Ihres Projektes die Datenbank immer gleichzeitig mit komprimiert wird und Sie somit auch mehr Speicherplatz in Ihrer Datenbank zur Verfügung haben. Zum anderen aber auch, dass eine Sicherheitskopie Ihrer Daten aus der Datenbank erstellt wird. Dabei wird eine BAC-Datei im Projektordner mit abgelegt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass Sie Ihre Projektdatenbank auf diese Datei ziehen. Die finden Sie in Ihrem Anwendungsverzeichnis, also dort, wo ProSig installiert ist, in Umgebung Tools. Dort können Sie die Datenbank draufziehen und dann wird auch ebenfalls in Ihr Projektverzeichnis eine BAC-Datei erzeugt. Sie brauchen dabei allerdings die Datenbank nicht zu öffnen. Über die Konfiguration müssten Sie halt zuerst die Datenbank einmal öffnen, wieder speichern und schließen. Und hier ist das eben nicht nötig. Somit haben Sie in beiden Fällen eine komprimierte Datenbank. Es kommt immer wieder vor, dass bei Anwendern die Steuerelemente halt auf Schaltflächen oder Checkboxen in Dialogen nicht richtig angezeigt werden. Hierfür können Sie zum Beispiel auf Ihrem Desktop über Anzeigeeinstellungen gehen und hier für die Größe von Texten, Apps und anderen Elementen die Skalierung und Anordnung auf 100% ändern. Das sollte in den meisten Fällen schon mal helfen. Zusätzlich gibt es dann auch in vielen Fällen die Möglichkeit, Designs zu erstellen. Diese Windows-Designs finden Sie hier unter Anpassen. Bei mir sieht man das jetzt hier nicht, da wird es nicht angeboten, aber es ist auch in anderen Windows-Versionen möglich, dort alte Designs zu verwenden. Und wenn Sie Windows-Designs anwenden, achten Sie bitte immer darauf, dass kann halt benutzerdefinierte Änderungen jeweils in den einzelnen Designs geben, bezüglich Dialogen, Schaltflächen und Schriftgrößen. Also da auch nochmal aufpassen, dass das eventuell nicht im Design verstellt ist. Für die Bearbeitung von Objekten wird von AutoCAD bei vielen Funktionen die Möglichkeit einer Mehrfachobjektwahl angeboten. Auch viele ProSig-Funktionen ermöglichen das. Ein einfaches Beispiel hierfür ist Objekte ausrichten. Da kann ich eine Mehrfachobjektwahl über Fenster vornehmen und kann dann mit der Funktion E Objekte wieder entfernen, die ich da nicht benötige für. Und mit der Option H kann ich innerhalb der Objektwahl wieder zurückschalten in den Objektwahlmodus. Hier möchte ich jetzt die beiden Signale außerhalb des Planungsbereiches darstellen. Dafür wähle ich die Objekte und stelle hier beim Attribut Planungsbereich explizit Nein ein. Für die Darstellung muss ich dann noch ein PRS-Regen einmal ausführen. Und dann werden die gestrichelt dargestellt. Für die topologischen Kanten gibt es auch den Planungsbereich. Da ist der bitte zu ignorieren. Ausblick, wie es weitergeht, woran wir arbeiten und forschen. Unsere Entwicklungsarbeit beschäftigt sich zurzeit mit der Umsetzung des Exports der Daten aus der KB-Übersichtsplanung in die PlanPro XML. Augenblick mal Ihre Fragen und Hinweise aus der Anwendung, dem Support und den Webcast-Kommentaren. Hierfür haben wir diesmal 3 Punkte für Sie. FAQ Datensicherung von Projektzeichnungen. Stammgleisberechnung zur Darstellung von Weichen im Lageplan. FAQ automatisches Ausrichten sichtbarer Eigenschaften von PSO in Ansichtsfenstern des Layout-Bereiches. Um Ihre Daten in ProSig-Projekten zu sichern, haben Sie sowohl in Version 6 als auch in Version 7 die Möglichkeit, Autokopien für Ihre Projektzeichnungen anzulegen. In Version 6 muss dazu die Zeichnung im Hintergrund geöffnet sein, für die Sie die Autokopie erzeugen wollen. Und Sie gehen dann über den ProSig Projektmanager, starten die DWG-Eigenschaften und legen hier zunächst den Kopiepfad fest. Es wird ein automatischer Name für die Kopie erzeugt, indem Sie mit der Pfeil nach oben Taste auf der Tastatur einmal in das Feld reinklicken oder aber Sie können einen benutzerdefinierten Namen eintippen. Das geht natürlich auch immer. Und dann einmal auf Festlegen gehen und beim nächsten Speichern der Zeichnung wird die Autokopie erzeugt. Das können Sie für alle Projektzeichnungen vornehmen. In ProSig 7 allerdings muss die Zeichnung geschlossen sein, um eine Autokopie zu erzeugen. Auch hier können Sie das Ganze über den Projektmanager festlegen. Bei geschlossener Zeichnung einmal für die Zeichnung Doppelklick in den Kopiepfad, dort ein Verzeichnis festlegen. Der Name wird automatisch ergänzt und auch diesen können Sie bei Bedarf ändern. Sie können sowohl für ProSig 6 und ProSig 7 auch über die AutoCAD-Optionen Registerkarte öffnen und speichern,
das automatische Speichern mit einem bestimmten Zeitintervall festlegen. Zusätzlich ist ja auch ein Haken gesetzt bei Sicherungskopie bei jedem Speichern erstellen. Und hier unten ist dann auch nochmal eine Dateinamenerweiterung angegeben, wo die temporären Dateien im AutoCAD Temporärpfad abgelegt werden. Und bei jedem automatischen Speichern wird eben auch wieder eine neue Datei erzeugt. In PROSIX 7 wird die Darstellung des Weichenelements automatisch ermittelt. Die Basis hierfür ist die Belegung des Attributs Stammgleis. Bei mir werden diese beiden Weichen hier nicht angezeigt. Da kann ich einmal die Objekteigenschaften der Weichenelemente öffnen, kann in das Stammgleisattribut navigieren und kann hier entweder das Ausrufezeichen drücken oder über Rechtsklick über das Kontextmenü sagen, vorberechneten Wert eintragen. Anschließend werden die Darstellungen in der Zeichnung korrekt vorgenommen. In einigen Fällen lässt sich auch über die Objekteigenschaften die automatische Ermittlung nicht initiieren, also muss man dann dort die Werte links oder rechts direkt per Hand eintragen. Das Ganze ist auch in der Online-Hilfe beschrieben. Im Prozess Einfügen von Weichenkreuzungen und Kreuzungsweichen finden Sie ganz unten auf der Seite hier eine Beschreibung der Eigenschaft Stammgleis. Im PROSIX 7 werden die sichtbaren Eigenschaften von PROSIX-Systemobjekten in den Ansichtsfenstern des Layout-Bereichs automatisch ausgerichtet. Hier habe ich schon mal einen Plotrahmen erstellt. Den gleiche ich jetzt in den Layout-Bereich ab. Und nach dem Abgleich habe ich hier die richtige Darstellung meiner Objekte. Sollten doch mal einige Objekte auf dem Kopf stehen, kann man in den Modellbereich navigieren und dort für diese Objekte ein PRS-Regen vornehmen. Im Layout-Bereich erfolgt dann die richtige Darstellung. Somit bin ich am Ende des heutigen Webcasts angekommen. Unser nächster Webcast wird am 21. März 2022 stattfinden. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.